Freunde, ja, ihr habt das Wochenende Geburtstag, man feiert auch meine, ich weiß nicht, wie es am besten ist, Stapel noch ein bisschen mitkriegen. Ich feiere auch meinen Geburtstag rein, eigentlich habe ich morgen Geburtstag, aber wir feiern dann meinen Geburtstag rein. Ja. Wird ein Geburtstagsspecial, ja. Habe ich auch ein Päckchen gekriegt von einer treuen Abonnentin von mir und freue mich schon, das auszupacken. Ich vor ein paar Tagen gekommen, aber ich denke, ich warte aufs Wochenende. Habe ich aber wunderbar ausschlafen können. Wenn man sonst immer unter der Woche um 3:30 aufsteht, dann kann man sich einmal gönnen, später aufzustehen. Also, ich weiß gar nicht, wann ich aufgestanden bin, so 8:30, 9, war für mich schon komplett ausgeschlafen. Hat mir auch Zeit gelassen beim Frühstück, ohne Zeitdruck mal, weil unter der Woche ist immer so ein Zeitdruck mit Frühschicht. Du musst um die Zeit ja schon da und da sein, du musst um die Zeit schon da und da wegfahren. Von daher war es super, einfach frühstücken, solange ich will, ohne Zeitdruck. Ja. Seele bleiben lassen, ja. Und packen wir das Päckchen aus. Ja, normalerweise ist es auch so, dass, weil ich gerade so definieren will, achte drauf, was ich trinke und was ich esse. Ja, aber ich habe Geburtstag und dann achte ich mal dann nicht drauf, sondern kann, ja, mache halt auch Party nein, mein Geburtstag und wenn man da mal sich was gönnt. Das möchte dann, wenn man am Wochenende was gönnt und dann diszipliniert weiter möchte, dann möchte der Speck nicht fett. Eher das Gegenteil, wenn dauernd auf alles verzichtest, dann kommt der Rückstoß irgendwann mal doppelt so stark. Und wenn du aber was gönnst, dann hast du es und kannst dann leichter wieder auf Verzicht leben. Wobei ich bin ja kein Bühnenathlet, ich muss mich nicht auf Tag X vorbereiten und ich muss keine extreme Diät machen, sondern ich kann das so tun, dass ich das ein gesundes Gleichgewicht habe und nicht meine Gesundheit total an den Wand fahre. Von daher passt das, was bei einem Bühnenathlet ganz anders aussieht. Ja. Wobei ich sagen muss, gegen einen richtigen Bühnenathlet bin ich ja zu lauchig, aber ich sehe da auch meinen Vorteil, bin eigentlich mit zufrieden. Jetzt werden wir das Päckchen auspacken, packen wir von unten auf, wie immer. Ja, weil gerade eben Datenschutz. So. Vom Körper weg. Ja. Da bin ich gespannt. Okay. Oh, schön, 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 schön. Ja, ich habe das Deutschland-T-Shirt an, da war mal WM und jetzt vom italienischen Bistro abgekauft von einer Frau, die es verkauft hatte, verschiedene T-Shirts. Ich liebe die deutsche Kultur, liebe alle Kulturen und ich denke halt, jeder soll auch einen Bezug zu seiner Heimat haben. Ja. Das ist alles in Ordnung. Das hört nur auf, wenn jemand was gegen andere Nationen hat, gegen andere Leute, gegen andere Kulturen, dann wird es gefährlich, dann muss man das auch verneinen, weil es gefährliche Tendenzen hat. Man kann auch was für seine eigene Kultur empfinden und Liebe empfinden und Zugehörigkeit empfinden, ist auch wichtig, muss auch so sein. Aber man sollte auch andere Kulturen lieben und andere Kulturen respektieren. Ja. Und das ist wichtig. Und wir leben alle auf einer Welt, müssen miteinander klarkommen. Deswegen bin ich auch ein Gegner zu Kriege. Ja. Ja, das Miteinander zählt, das fängt auch schon im kleinen Umfeld an. Ja, dass man sich über niemand lustig macht und so weiter. Und auch ja, tolerant ist, das Miteinander lebt.
so, zueinander. So, jetzt freue ich mich auf das Geschenk. Da bin ich da überglücklich. Sauer Grab, Kopfkuhn-Grab, Radre, John Raccoon. Oh, ich bin glücklich, was mir da entgegen lacht schon. Oh, so schönes Hemd. Ja. Oh, was ist da? Oh, da ist noch im Hemd was drin. Oh, geil. Also das goldene Hemd, das macht mich schon glücklich. Und ist gut einpackt, das ist nicht so britisch, bestimmt französischer Wein. Oh, das ist Zeit Messer. Ja. Radikale Cut. Ja. Das Messer nicht mehr bei mir, aber dann können wir Messer brauchen. So. Grand Becassio. Schöner französischer Wein. Ja. Genial. Und das schöne Hemd aus Gold. So was schmeckt mir, ja. Du weißt meinen Geschmack gerade. Oh, danke, ich bin glücklich. So. Kopfkuhn-Grab. Und gleich anziehen. Ja. Wird ein bisschen länger, weil ja, ist zugeknüpft. Un momento. Echte thailändische Qualität, oder? Super. Das sieht aus wie ein echter Playboy. Ja? Und oh, Leckerei. Die kommen sich auch gerne mal so an so einem Filmabend. Ja. Ja. Wie schon gesagt, die Kunst ist, wenn du jetzt kein Wettkampfathlet bist, der so ungesunde Diäten haut, die Kunst ist, wenn du quasi das hobbymäßig machst, für dich immer gute Form zu kriegen, zwischen Sauberernährung, die abends immer was gönnen und viel Cardio. Ja. Und dann kommt man in Form. Und gut, wenn man sich nicht jeden Tag was gönnt, sondern hin und wieder mal. Ja. Auf jeden Fall danke für die Fressalie. Ja. Kopfkuhn-Grab. Und was haben wir sonst noch da drin? Noch Fressalien. Shokai. Erdnis. Da ist auch jemand drin drauf, Energy. Sieht aus, als hätte er Karate-Anzügler auch mit dem Rotgurt. Ja. Karate-Anzügler mit dem Rotgurt und gibt's Peanuts. Ja, Erdnis lecker und ja, gute Energiequelle. Creme Floyd, gut. Fun in very bite. Da ist definitiv gut, dass da halt Kalorien draufsteht. Wie viel Kalorien das hat? 170. Genial, gut, danke. Dann gehen wir weiter. Ich bin gespannt, was das ist. Was zum Rauchen, Zigaretto.
spüre Metallschachtel. Au. Ah! Geil, super, freut mich. Ein Handy-Täschle. Ich habe schon lange wieder ein Handy-Täschle wollen. Weil ich hoffe, das passt auch zu meinem Handy. Das ist jetzt gerade nicht da. Weil ich habe da ich habe öfters noch mal Handy-Täschle wieder wollen. Und da sage ich die Handy-Händler, oh ja, da ist Ihr Handy einfach viel zu alt. Da haben wir keinen Schutz mehr drüber oder kein Täschle. Überall wo du nachgehst, Ihr Handy ist einfach zu alt. Ja. Und jetzt haben Ihr Handy-Täschle. Geil, danke liebe Radre. Ja, Kopf und Grab. Merci beaucoup. Ja. Herzlichen Dank. Also, und kann man das Handy auch mal fallen lassen aus Versehen, dann ist das geschützt. Und es sieht auch vom Design richtig prachtvoll aus. Ja. Geil. Ja, so richtig hellbraunes Leder. Außer in der Schwarz auch. Ja, gut, da seitlich auch wieder nochmal so braun. Ja, das ist so natürlich sieht es aus mit so, ja. Ja. Jetzt wird das Handy-Täschle von Dick Tobin. Danke, freut mich. Ja, so Lederbraun hat was naturverbunden ist, obwohl ja schon ins Rötliche geht, ist schon braun-rot. Ja. Oh, nochmal Hemd. Ne? Aber wenn du mir was schickst, da laufe ich ja rum wie der James Bond Radri. Ne? Mit Drachen drauf. Ne? Mit vorn ostasiatische Drache. Da sind von außen, von hinten und von vorne. Geil. So. Und mit der von ostasiatischer Schrift. Ja. Oh. Jetzt kriege ich es nicht auf. Ich muss im Sitzen mal. Ziehen wir das auch gleich an. So. Ja, mit Wing Chun ist halt so, also ich würde schon gerne weitermachen, aber da müsste ich auch mal einen Verband finden und ich wohne in der Provinz, da habe ich nicht so viel Auswahl wie jemand, der in Hamburg oder in Stuttgart lebt. In Stuttgart sind sie ja fast so alle, ja, irgendwie hat sich da was verheddert, weil das ist jetzt aus dem Knopfloch draußen, aber doch nicht draußen. Aber sind dann so ein bisschen mag, dass sich das Faden verheddert. Ah, jetzt haben wir es draußen. Das Knopfloch ist ein bisschen länger, aber da hat sich immer Faden verheddert. Ist mir auch noch nicht so passiert. Ja, und da im Stuttgart so Wing Chun Verbände fast gibt es da Schule, bei uns fast gar nichts. Das ist das Problem. In Hamburg kannst du sogar aussuchen zwischen verschiedenen Kung-Fu-Stilen, Schlangen-Kung-Fu und Kranich-Kung-Fu und hast nicht gesehen. Und bei uns ist, ich wohne halt auf dem ländlichen, was seine Vorteile hat, was die Natur betrifft. Also am Nachteil ist zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel wieder Wing Chun machen willst und hast nicht die Auswahl wie es wo Großstadt ist. Ne? Jetzt ist das. Aber wie schon gesagt, ich suche nochmal Wing Chun Dojo. Das ist ja auch, jetzt hat sich der auch nochmal Fahrt verhakt. Ich denke, wie ist das so ein Kampf wird.
Von daher, also noch nie Ausdehnung im Dschungellerner, weil ich ziemlich weit gekommen bin, da war ich schon bei den Fortgeschrittenen. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Kann sein, dass ich nicht mehr reinkomme. Ne? So. Jetzt haben wir so aufgeregt, nochmal ein harter Kampf. Sieht auch von innen edel vernäht aus. Ja. Müssen wir aufstellen, wenn wir das anziehen. Geil. Sieht sehr gut aus. Wenn es mal zuknüpft, dann kommen die Drachen raus. Ja. Ich bin glücklich, ist wirklich ein wunderschönes Hemd. So. So. Kleider machen Leute, ja. Kleider machen Leute. Mal gucken, ob sich da nichts in der Ecke versteckt. Aber war sehr reichhaltig. Ja. Da war ja sehr viel drin. Ja. Ui. Ich finde ja ein schönes Unboxing. Ja. So. Schön, schön, schön. Ja. Da freue ich mich doch auf sehr und mich bin glücklich. Danke liebe Radri und ja. Perfekt. Erdnussmuster. Ja. Da ist noch milchige Konsistenz drin. So milchig von innen. Wenn man so denkt drin, was man weg tun muss, ist nur für Haltbarkeit. Da ist eine Kokosnussmilch in den Nüsse drin. Ja, lecker. Von Filmabend. Also hast mich für Leib und Seele versorgt. Ja, dass ich nicht verhungere, wenn ich den Film angucke. Und die kenne ich ja, die habe ich schon öfters mal gegessen. Das kommt mir alles entgegen. Das ist in der Schuss eingefallen. Den auch natürlich sehr lecker, aber die habe ich schon oft mal gegessen, die da. Ne? Die noch nicht, das war jetzt ein Event, die sind echt lecker. Und die sind auch lecker. Also gut. Wollen wir das Video nicht so in Länge strecken. Herzlichen Dank, liebe Radri. Peace and Love und Rock'n'Roll. Euer Liefunk, ja. Schicksal aus und Liefunk Ende im Gelände. Ich wünsche euch was, liebe Freunde. Zeit sehen. Das Vidania und Ade.